In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Commodity Channel Index (CCI) nutzt, um Einstiegspunkte für Kauf- und Verkaufspositionen zu bestimmen. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir beginnen damit, den Meta-Editor zu öffnen. Klicken Sie dazu auf das kleine Symbol oder drücken Sie F4 auf Ihrer Tastatur. Damit können wir unseren MQL-Code für den Expert Advisor schreiben und bearbeiten. Der erste Teil des Codes enthält die notwendigen Bibliotheken. Wir binden die Klasse Trade aus der Standardbibliothek ein, die vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify bereitstellt. Diese Klasse ist für die Verwaltung aller Handelsoperationen, einschließlich der Positionsverwaltung, unerlässlich. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt mit Standardparametern. Dieses Objekt wird in unserem gesamten Code zur Ausführung von Handelsgeschäften verwendet. Anschließend legen wir die Parameter für die Konfiguration unserer Strategie fest. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Der Parameter LookBack-Bars legt den historischen Bereich für Hochs und Tiefs fest, sodass wir bis zu 1000 Kerzen analysieren können. Der Parameter MinCandlesBack legt das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief fest, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegen kann. Der Parameter Trailing Offset bietet eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 liegt. Der Parameter CCI Period schließlich legt den Zeitraum für die CCI-Berechnung fest. Im Anschluss an die Konfigurationsparameter deklarieren wir globale Variablen und Handles. Die Variable CCI-Handle enthält das Handle des CCI-Indikators, während das Array CCI-Buffer die CCI-Werte speichert. Das Array PriceData enthält die Daten für den Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs für unsere Analyse. Die Funktion onInit wird einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das CCI-Indikator-Handle mit der Funktion ICCE, die das Symbol, den Zeitrahmen, die Periode und den Preistyp als Parameter benötigt. Außerdem konfigurieren wir die Arrays als Zeitreihen, wobei wir sicherstellen, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Als nächstes definieren wir die Funktionen zum Eröffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ruft den aktuellen Ask-Preis mit der Funktion Symbol Info Double Up und führt eine Kauforder mit der Methode Position Open aus der Klasse cTrade aus. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall eröffnen wir eine Kaufposition mit einer Größe von 0,10 Loads, was 10 Mikroloads entspricht. Der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit werden deaktiviert, indem sie auf 0 gesetzt werden. In ähnlicher Weise ruft die Funktion OpenSell-Position den aktuellen Bidpreis ab und führt eine Verkaufsorder mit der gleichen Methode Position Open aus. Auch hier geben wir das Symbol, den Auftragstyp, das Volumen, den Preis, den Stop-Loss, den Take-Profit und einen Kommentar an. Die Verkaufsposition wird ebenfalls mit einer Größe von 0,10 Loads eröffnet und der Stop-Loss und der Take-Profit sind deaktiviert. Die Funktion OnTick wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst mit Hilfe der Funktion CopyRates historische Kursdaten für die Analyse ab. Diese Funktion benötigt als Parameter das Symbol, den Zeitrahmen, die Startposition und die Anzahl der zu kopierenden Kerzen. Außerdem laden wir die CCI-Werte aus dem Indikator-Buffer mit Hilfe der Funktion CopyBuffer, die das Indikator-Handle, den Pufferindex, die Startposition und die Anzahl der zu kopierenden Werte benötigt. Als nächstes überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir stellen fest, ob es offene Positionen gibt und welchen Typ sie haben, indem wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen, um eine sichere Iteration zu gewährleisten. Wenn wir eine Position finden, die zum aktuellen Symbol gehört, markieren wir, dass wir eine offene Position haben und speichern ihren Typ. Der nächste Teil der OnTick-Funktion umfasst die Trenderkennung und die Positionsverwaltung.
Bei einer Kaufbedingung prüfen wir, ob der CCI die Marke von minus 100 überschritten hat, was auf ein potenzielles Aufwärtsmomentum hinweist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Open Buy Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir den Tiefpunkt für den Trailing Stop, indem wir die Funktion iLowest verwenden, um den niedrigsten Kurs innerhalb des Rückblickzeitraums zu finden. Anschließend prüfen wir, ob der Low-Index größer oder gleich dem Minimum der Rückblickphase ist und ob der aktuelle Schlusskurs über dem letzten Low liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir ein neues Stop-Level und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf, um den Trailing Stop zu verwalten. Bei einer Verkaufsbedingung prüfen wir, ob der CCI unter plus 100 gefallen ist, was auf ein mögliches Abwärtsmomentum hinweist. Wenn es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir den Höchststand für den Trailing Stop, indem wir die Funktion iHighest verwenden, um den höchsten Preis innerhalb des Rückblickzeitraums zu finden. Ähnlich wie bei der Kaufbedingung prüfen wir, ob der High-Index größer oder gleich dem Minimum der Rückblickphase ist und ob der aktuelle Schlusskurs unter dem letzten Hoch liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir ein neues Stop-Level und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Aktualisierung des Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Für sichere Änderungen gehen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch. Für jede Position wählen wir sie anhand der Ticketnummer aus und prüfen, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chartsymbol gehört. Anschließend rufen wir den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei einer Kaufposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Bei einer Verkaufsposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, ändern wir die Position mit der Methode Position Modify aus der Klasse cTrade. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn alles korrekt funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten. Wir wählen den Expert Advisor, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken. Zusammenfassend haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den CCI-Indikator nutzt, um je nach Marktbedingungen Kauf- und Verkaufspositionen zu eröffnen. Wir haben auch ein Trailing Stop Management implementiert, um unsere Gewinne zu schützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.